Ihr seid gerade auf der Suche nach einem super kompakten Stadtflitzer, der ein tolles Wohnmobilleben ermöglicht, aber sich im Alltag auch schlägt. Und der VW California und der Mercedes-Benz Marco Polo sind euch einen kleinen Tick zu klein. Dann erkläre ich euch heute, warum der Westfalia Kepler 6 die passende Alternative für euch sein könnte. Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute geht es um den Westfalia Kepler 6. Und warum der eine Alternative zum California und zum Marco Polo sein kann, das erkläre ich euch mal kurz vorweg. Ihr seht auf den ersten Blick, wir haben einen klassischen VW-Bus, aber der geschulte Blick sieht vielleicht auch gleich, wir haben nicht die 4,99, die der VW-Bus beim California hat, sondern wir sind einen kleinen Tick länger im Radstand. Und das gibt in so einem Fahrzeug wahnsinnig viele neue Möglichkeiten. So, bei diesem Kepler 6 handelt es sich um das Messefahrzeug aus Düsseldorf. Das heißt, hier gibt es einen richtig schönen Preisvorteil mitzunehmen. Und was dieses Auto ganz besonders macht, wir haben den 204 PS Motor mit Allradantrieb. Das ist eine Konstellation, man kann ja die VW-Busse bei VW nicht mehr so bestellen, die es kaum noch zu kaufen gibt. Das heißt, wenn das für euch interessant ist, könnte dies ein super spannendes Auto sein mit eben einem großen Preisvorteil von, lasst mich lügen, über 7.600 Euro. Und wie sich die Ausstattung von dem Fahrzeug genau zusammensetzt und was in dem Preis alles mit drin ist, das erkläre ich euch nachher im hinteren Teil des Videos. Also einfach einen Augenblick dranbleiben, das Auto angucken und dann die genaue Aufstellung der Ausstattung sehen. Vom Grundriss her ist das Fahrzeug nicht die Neuerfindung des Rades oder irgendwas in der Richtung, aber es ist eine Adaption von einem klassischen VW California Grundriss. Das heißt mit einer klassischen Küche, Kühlbox, ohne Nasszelle, ohne solche Dinge mit drin und gibt aber den mehr gewonnenen Raum frei, um euch vielleicht einen Fahrradtransport besser zu ermöglichen, für Actionsportarten die bessere Begleitung zu sein und einfach ein kleines bisschen auf Alltagskomfort zu verzichten. Wenn ihr mit solchen Dingen unterwegs seid wie Parkplatzsuche in der Stadt, dann ist ein längerer Radstand natürlich immer ein Tick schlechter. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt noch 20 cm hinten dran sind oder nicht, im Alltag spielt es wahrscheinlich häufig keine Rolle. Aber im Urlaub bringt es euch einen echten Mehrwert. Das heißt, diese Länge ist mehr für euch und das, was dieses Auto, und bevor wir gleich außen rum gehen, zeige ich euch das mal als erstes, weil das ist eine der spannenden Sachen. Wir haben hier anders bei California und Marco Polo 2 Einzelsitze und das gibt euch ganz, ganz neue Möglichkeiten. Hier habt ihr nämlich wirklich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich fahre zu dritt, kein Thema, ich lasse einen Sitz raus, ich stelle einfach ein Fahrrad hier daneben. Wir fahren zu viert, jeder hat einen komfortablen Sitz. Wenn ich will, erstmal lösen, überall im Fahrzeug festzustellen. Das heißt, man kann das machen. Und dann habt ihr sogar die Möglichkeit, 2 zusätzliche Sitze mit reinzunehmen und das Auto im Alltag auch wirklich als 6-Sitzer zu nehmen. Das geht alles durch das Schienensystem und das etwas größere Fahrzeug. Also, ich würde vorschlagen, wir drehen erstmal eine Runde außenrum. Die ist nämlich schnell abgehakt. Ich klappe mal das Dach hoch und dann gucken wir uns gemeinsam an, ob der Westfalia Kepler 6 vielleicht für euch wirklich der bessere VW California oder der komfortablere Marco Polo von Mercedes wäre. Du bist der Meinung, der Kepler 6 ist ein cooles Auto, passt aber nicht zu dem, was du willst. Du willst die gleichen Abmessungen, aber dafür eine Toilette und eine Dusche im Fahrzeug drin. Dann solltest du morgen gespannt sein, weil morgen, also einen Tag nach diesem Video, gibt es den Kepler One bei uns bei YouTube. Und damit du keine Videos von uns verpasst, auch wenn sie mal unter der Woche zu ungewöhnlichen Zeiten kommen, denk auf jeden Fall daran, jetzt hier unter dem Video den Kanal zu abonnieren, damit du bei Togo Reisemobile dauerhaft informiert bleibst. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Kepler 6 und morgen sehen wir uns wieder in diesem blauen Starlight Blue Schmuckstück Kepler One. Wir haben uns das gerade anders überlegt. Viel cleverer ist, dass wir das einfach gemeinsam machen, weil wir ja nicht euch ein fertiges Produkt zeigen wollen, sondern euch einen guten, realen Einblick in die Welt dieses Fahrzeugs geben wollen. Und damit ist ja auch wichtig für euch, wie klappt man so ein Bett rauf und runter, was passiert da, sind das viele Handgriffe oder wenige, weil ja gerade in diesem VW-Bus-Segment wahnsinnig viele total verrückte Ideen unterwegs sind mit elektrisch aufstellbaren Dächern und alles wird immer technischer, immer teurer und immer aufwendiger. Und Westfalia, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich hier entschieden, einfach einen ganz klassischen Weg zu gehen. Wir haben ein normales mechanisches Dach und zu meiner Schande, ich hoffe, ich bin gut da drin, das zu überspielen. Ich habe das Dach hier noch nie aufgemacht. Das heißt, wir werden jetzt gemeinsam gucken, ob das intuitiv und schnell und einfach funktioniert oder ob da noch Luft nach oben ist. Hier ist auf jeden Fall, könnt ihr das sehen? Ja, guck mal, hier haben wir so schnell, das ist nämlich unser
Sowas bräuchte man zu Hause in Kinderzimmern. Einfach abends eine Art Decke, die man über das Chaos rüberzieht, damit das, was oben drunter hängt, gar nicht großartig auffällt. Achso, ja, und dann ist das kinderleicht. Dann haben wir hier an der Seite, guck mal, kannst du das hier sehen? Das ist einfach nur ein kleiner Schnellverschluss. Den haben wir auf beiden Seiten. Und dann, wenn ich die beiden gelöst habe, dann müsste das im Idealfall genau schon hochgehen. Ihr merkt, wie schnell das geht. Das klappe ich einmal da oben rein. Das Bett gucken wir uns zum Abschluss an. Zack, alles nach oben an die Decke. Und dann habe ich nämlich auch schon die volle Bewegungsfreiheit, die ich in so einem Auto haben will. Und das, glaube ich, ist der Punkt, an dem man sich wirklich überlegen muss, will ich hier eine klassische Campingsitzbank haben oder will ich hier die Einzelsitze? Und bevor ich das vergesse zu sagen, wenn ihr sagt, das Auto finde ich super, aber ich hätte gerne die zweite Schiebetür und ich will das Ganze doch in etwas kürzer. Wir haben heute gerade den ersten Club Joker Urban auf dem Hof bekommen. Das ist quasi der kleine Bruder als kurzer Radstand auf dem ganz neuen Ford Custom heißt er. So, kommt mal mit rum und dann glaube ich, fangen wir hier mal ganz praktisch an und machen mal als erstes die verschiedenen Klappen auf. Achso, und bevor das losgeht, dieses eine Auto ist bei mobile.de inseriert, steht zur Verfügung. Das ist das Messefahrzeug aus Düsseldorf und das führt dazu, dass dieses Fahrzeug auch noch gleichzeitig einen attraktiven Preisvorteil hat. Wie der genau aussieht, ich habe alles mit dabei, das gucken wir uns zum Ende hin mit an. Hier haben wir im Prinzip eine klassische California-Küche. Wir machen mal die Schubladen auf und gucken in die einzelnen Dinge mit rein. Einfach kleinere Schubladen aller Art, damit ihr wisst, was euch hier erwartet. Zack. Und da unten, das hätten wir uns vielleicht auch sparen können. Die sind also alle drei gleich. Dann haben wir hier nochmal, das wird am Ende wahrscheinlich die Besteckschublade werden. Und was ich schon mal ganz praktisch fand vom Ansatz, hier einen passenden Rollladenschrank. Einfach als Rollladenschrank, dass ich, wenn ich mit dem Sitz, der ist jetzt nicht arretiert, quasi nach vorne rutsche, weil ich hinten mehr Stauraum brauche oder weil ich vielleicht noch eine zweite Sitzreihe mit drin habe, dass ich trotzdem an die Stauräume hier rankomme. Vom Kochfeld oben drauf haben wir für ein so kleines Auto verhältnismäßig großes Waschbecken. Das darf nochmal arretiert werden. Und haben hier, das ist, weil der noch von der Messe kommt, da haben wir drin noch das Zubehör. Hier sind natürlich normale Kochergitter drauf und auch die Dreher dafür sind mit dabei. Elektronische Zündung hat er auch, also quasi eine vollwertige kleine Küche. Und dann rutsche ich hier mal ein Stückchen weiter zurück. Und hier die Kühlbox, die eine klassische Kompressorkühlbox ist, so wie das in all den anderen Fahrzeugen letztendlich auch ist. Ich glaube, das ist inzwischen selbsterklärend, achso, das brauche ich nicht festhalten, selbsterklärend, dass man hier so Einhängekörbe mit dabei hat und dann den Raum in der Küche richtig gut nutzen kann. Und wenn ihr an die Box nicht ran müsst, habt ihr hier einen schönen Deckel, der das Ganze gut kaschiert und versteckt. Wir machen mal den Strom an, machen mal das Licht an. Ich muss das alles auch erstmal entdecken. Wir könnten hier die Wasserpumpe anmachen, wir haben kein Wasser drauf. Wir haben hier einen zusätzlichen Stromkreis, der wahrscheinlich genau die zusätzlichen Steckdosen mit versorgt. Hier haben wir zum Beispiel Doppel-USB. Dann haben wir, guck mal hier nochmal nach unten, einmal die indirekte Beleuchtung dort. Und wenn du nochmal hier rumguckst, auch hier, das ist natürlich im Hellen jetzt nicht gut zu sehen. Hier haben wir nochmal eine schöne offene Ablage, auch die ist mit beleuchtet. Lass uns das Licht mal an. Was geht da an? Ach, guck mal, das haben wir auch schön. Hier oben umlaufend auf beiden Seiten. Hier 4 LEDs und hier drüben nochmal, genau, da sind keine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also auch nochmal 6 LEDs, die mit da sind. Ich glaube, damit kriegt man, wenn man am Strand steht, eine richtig gemütliche, schöne Beleuchtung mit hin. Insgesamt, was mir auffällt, ist, dass wir hier keine tiefgetönten Fenster haben. Oft hat man ja bei diesen Vans quasi schwarz getönte Scheiben mit dabei. Das ist ja auch bei Westfalia eine Option. Da hat man sich jetzt für den Vorführer hier entschieden, das relativ transparent zu lassen. Dadurch habe ich echt einen guten Blick nach außen. Ich habe hier kleine Vorhänge mit drin. Ob man die braucht, weiß ich nicht genau. Ja, doch natürlich abends zum Verdunkeln auf jeden Fall. Aber so, dass man hier von der anderen Seite nochmal mit dem Vorhang das alles recht gut zueinander passend machen kann. Also es ist im Prinzip viel mehr Wohnmobil, als das so ein
California in meiner Wahrnehmung erstmal ist, alleine weil er einen ganzen Tick größer ist. Eine der Kernfragen, die sich hier natürlich stellen, ist, wenn ich hier keine Schlafbank habe, wie ich sie im California habe, wie wird denn dann unten das Bett gebaut? Und das wird jetzt unsere nächste Aufgabe sein, das gemeinsam rauszufinden. Wenn ich das Bett aufbauen will, muss ich natürlich als erstes die Sitze, also grundsätzlich habt ihr ja verschiedene Varianten. Die Sitze werden nicht zum Bettenbau gebraucht. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, hier unten Fahrräder mit zu haben und oben zu schlafen, dann kann man auch ohne die Sitze das Bett bauen. Man kann auch nur einen Einzelsitz haben oder ihr könntet auch sagen, weil ich doch zu viert fahre, aber mehr Stauraum drin brauche, ich stelle die beiden Sitze, die serienmäßig mit dabei sind, hier oder dort nebeneinander. Die passen beide links wie rechts. Und habe dann auf der Seite daneben die Durchlademöglichkeit. Wenn ich das Bett bauen will und die Sitze dabei habe, dann muss ich das hier mal gucken, wie ich das hinkriege. Den Sitz runterklappen. Geht das hier irgendwo da an der Seite? Arme gehen erstmal weg. Zack. Geschickter wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn die Sitze einen kleinen Tick weiter oben sind. Und damit ihr die nächsten Schritte gut sehen könnt, geht ihr am besten mal rum. Das, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, ist, hier ist eine 1. Das habe ich nachgelesen vorher. In der Theorie bin ich also schon stark. Da muss ich irgendwie festhalten. Und dann kann ich gleichzeitig hier rüberziehen. Dann habe ich den ersten, der rüberklappt. Und dann habe ich den zweiten, der rüberklappt. Und dann gehe ich mal hier kurz zur Seite. Dann kommt ihr am besten hier mal wieder mit her. Und dann habe ich hier ein Bein und noch ein Bein mit drin und habe so innerhalb kürzester Zeit das Bett unten gebaut. Ist das eine vernünftige Liegefläche? Das werden wir jetzt mal gemacht. Ich gehe mal nach hinten, dann könnt ihr von hier gucken. Oh ja, das ist ein richtig vernünftiges Bett. Hier haben wir 2,3 Meter Liegelänge, das ist echt lang. Und ich habe ja sogar noch hier hinten immer noch Raum bis zur Tür. Es gibt ja immer wieder die Frage, was mache ich denn mit so einer Art wie ein Porta Potty? Vielleicht stellt man das einfach hier mit hin, keine Ahnung. Und in der Breite haben wir reine Matratzenbreite. Haben wir 1,18, Breite bis zur Wand 1,23. Also ist auf jeden Fall ein Bett auch für große Menschen, die dort richtig viel Raum haben. Ich frage mich, woher dieses Mehr an Raum kommt gegenüber anderen Fahrzeugen. Aber ja, mal gucken, ob wir das noch rausfinden. Was ihr hier seht, wir können hier nochmal die Schränke aufmachen, dass wir auch das mit haben. Hier haben wir nochmal 2 große Rolllädenschränke, die auch oben ja, wer will, hängt im Schrank seine Gardine auf. Kleiderstange haben. Und die hier ist ganz clever gelöst. Ich kann die ganze Schiene hier so weit rausziehen. Ach so. Das ist nicht zu sehen? Okay. Ja, du musst in den Schrank daneben gehen. Da. Ist jetzt die Schiene da zu sehen? Ja. Die kann ich rausziehen, so dass ich quasi das wahlweise drinnen im Schrank oder draußen benutzen kann. Und jetzt hier, ob ich einen Neoprenanzug hier hinhängen will, weiß ich nicht genau. Aber eine Jacke oder ein bisschen Sportequipment aufzuhängen, dafür ist es auf jeden Fall super praktisch. Dann haben wir hier den Anschluss für eine Außendusche mit drin. Haben eine zusätzliche 12 Volt Steckdose und haben hier dahinter den Frischwassertank. Wie gesagt, ich entdecke die Autos in der Regel gerne mit euch zusammen. Da ist Frischwassertechnik und irgendwo muss ja auch die Bautechnik sich noch verstecken mit drin. Und so, wenn ihr jetzt drunter guckt, dadurch, dass wir eben keine große Bank drin haben, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Angler seid, ganz nach vorne durchzuladen und einfach viel reinzupacken. Oder wenn man sagt, das ist mir zu viel Raum, dann gibt es verschiedene Module, die entweder mit dabei sind oder die man dazu kaufen kann, die einfach als zusätzlicher Stauraum, wo das hingehört, weiß ich ehrlicherweise nicht genau, die als zusätzlicher Stauraum, ich zeige euch das mal kurz von der Idee,
Hier gibt es verschiedene Nutensteine, die kann ich halt überall reinsetzen und dann kann ich das zum Beispiel hier einfach in den Nutenstein fest verschrauben und habe verschiedene Stauräume. Das zum Beispiel, jetzt denkt man, was soll der Kasten hier vorne einfach so quer im Weg? Aber die Idee dieses Kastens, ach cool, guck mal. Ups. Das hebe ich gleich auf. Hier sind Rollen drauf, habe ich eben gar nicht gemerkt. Ich muss das gar nicht über den Boden schleifen, sondern das kann ich einfach nehmen und kann das da, wo ich meine Sitze normalerweise habe, hier direkt reinschieben und kann das so jetzt wahlweise, wenn ich so rum habe, von hinten oder andersrum natürlich auch von vorne als Stauraum mit benutzen. Und dann haben wir, den wollte ich nicht verlieren, zack, haben wir einen zweiten Kasten. Der ist dann schon deutlich größer, auch mit richtig viel zusätzlichem Stauraum. Der macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, jetzt habe ich hier eine Schraube drin, Sekunde. Na. Zack. Die zur Seite. Und dann kann ich den hier auch als zusätzlichen Stauraum drunter nehmen und das mit den Schrauben von vorne und von hinten festmachen, so dass ihr auch hier dann einfach Boxen habt, in denen ihr eure Sachen unterbringen könnt. Da könnte man noch eine zweite Box, was ist das? Ich glaube ja. 48, ja locker. Da könnte man noch eine zweite Box daneben stellen und dadurch habt ihr dann einfach einen relativ aufgeräumten Raum mit vielen kleinen Unterteilungen oder eben einen sehr großen Stauraum, wo ihr eure eigenen Boxen reinstellt. Sowas gibt es, glaube ich, sogar auch als Toilettenbox mit einem Porta Potty drin. Müssen wir von innen noch rausfinden, was es hier mit auf sich hat. Ich sehe Scharniere, das geht also auf jeden Fall auf. Mehr als 5 Kilo sollten da nicht rein. Ah, guck mal, von unten, hier links, rechts. Hier ist nochmal wie so ein Kofferraum mit so Spanngurten, dass nichts hin und her fliegt. Also man kann ja nie genug Ablagen haben. Ach so, schon fertig eingerastet. Zack, sehr einfach in der Bedienung. Das passt auf jeden Fall gut. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine vollwertige California-Alternative, die, glaube ich, sehr vieles sehr schön umsetzt. Was wir uns jetzt noch mal angucken, ist oben gemeinsam ins Bett, damit ihr auch da die Maße zu wisst. Und dafür mache ich uns jetzt mal die Rollläden auf, wollte ich gerade sagen, dass wir oben ein bisschen mehr Licht haben und dann messen wir genau. So, herzlich willkommen hier vorne durch unser Schaufenster. Das habe ich schon mal aufgemacht. Hier kommt jetzt gerade ganz viel frische Luft rein. Hier könnte wahlweise ein Folienfenster sein. Links und rechts haben wir klassische Fliegengitter. Das heißt, da kommt immer Luft durch, wenn ich es erfrischend haben will. Das ganze Auto hat so natürlich super schöne Stehhöhe. Ich kann mich bewegen, wie in jedem anderen Fahrzeug. Und mal gucken, ob ihr das von hier sehen könnt. Hier ist unterm Bett, habe ich gerade entdeckt, guten Tag, noch eine schöne kleine Ablage, wo man ein bisschen Kleinkram auch reinlegen kann. Vielleicht sogar im Alltag gut als Wertsachenversteck geeignet. Falls ihr böse Menschen seid, hoffe ich, dass ihr einfach gerade nicht zugehört habt. Dann kann ich das Ganze hier runterklappen und habe das ganz normale Bett, wie bei jedem anderen Aufstelldach, eine verhältnismäßig dünne Matratze, aber darunter hier bei Westfalia ein schönes punktelastisches Lattenrost. Liegefläche, na, einmal nach hinten, ist, hier ist ein bisschen kürzer als unten. Hier haben wir Matratze, ist tatsächlich nur 1,94. Das erstaunt mich ein bisschen, weil ich gedacht hätte, dass bei einem langen Radstand, aber klar, ihr steht vorne auf dem Spoiler. Da ist ein bisschen, beim California geht man weiter vorne rein. Also hier ist nur 1,94 Bettlänge und dann haben wir in der Breite 1,10 Matratze und die berühmte gefühlte Breite, um die es bei so Aufstelldachautos geht, ist 1,25. Also ich denke, die Bettenmaße sind quasi normale Aufstelldachmaße. Ich nehme euch noch mal hier kurz mit rein. Jetzt kommt Kamerakind Markus. Warten Sie, falsch rum. Er liebt es, wenn ich Quatsch mache. Das ist auf jeden Fall das große Bett, was für euch was für euch zur Verfügung steht. Ich
denke, das kann sich sehen lassen. Und wir gehen jetzt gemeinsam ins Cockpit und gucken, was genau dieses Fahrzeug auszeichnet, im Alltag gut zu euch zu passen. Und vor allem, das habe ich bisher ganz vergessen, zu sagen, was der effektive Preisvorteil für so ein Messefahrzeug ist. Ich habe euch ja am Eingang des Videos versprochen, zu sagen, wie die Ausstattung dieses Fahrzeugs sich zusammensetzt, damit ihr wisst, was ihr hier vor euch habt. Wir haben also einen Kepler 6. Der hat Allradantrieb, den klassischen 4Motion-Antrieb von VW. Wir haben 204 PS, also 150 kW, die stärkstmögliche Motorisierung, die VW für dieses Fahrzeug anbietet. Die Farbe außen weiß ist unübersehbar. Wir haben die Felgen Davenport mit 17 Zoll Rädern drauf. Wir haben das sogenannte Kepler-Paket, was so ein bisschen rundum sorglos ist. Da sind schon mal das Basisradio, Parksensoren hinten, die ganzen Anbauteile in Wagenfarbe und ein bisschen Kleinkram mit dabei. Allradantrieb habe ich gesagt. Dann haben wir viel Ausstattung fürs Cockpit. Das gucken wir uns gleich im Cockpit nochmal gemeinsam an. Der hat das Parkpaket mit drin. Das heißt, zusätzlich zu den Sensoren hinten hat er auch die Sensoren vorne und auch die Rückfahrkamera. Und warum auch immer, na doch wahrscheinlich, damit man die Scheibe frei machen kann, ist im Parkpaket die beheizte und getönte Scheibe mit drin. Das heißt, wenn das Parkpaket nicht da ist, ist hier eine normale Scheibe. So ist sie beheizt und getönt mit dabei. Dann haben wir elektrisch anklappbare Außenspiegel und Nebelscheinwerfer mit dabei. Das sind kleinere Positionen, die mit dabei sind. Mit dabei. Wir hätten einen Counter für dabei oben einführen können. Und auf der anderen Seite noch eine Markise, die von Anfang an mit dabei ist. Felgenschlösser sind mit dabei. Und dann steht hier noch drauf, Sonderpreis Messefahrzeug Westfalia. Ohne Zulassung, das heißt, wenn ihr das Auto übernehmt, könnt ihr den zulassen. Garantiebeginn zu eurer Erstzulassung. Summe der Listenpreise von dem Auto, so wie er hier steht, wäre über 92.000 Euro. Inseriert ist dieses Fahrzeug Stand heute, so wie ihr es in der mobile.de Anzeige unten drunter lest. 84.400 Euro Stand heute. Piepen wir das raus, wer weiß, ob sich das ändert. Nein, 84.400 Euro, glaube ich, ist ein sehr fairer Preis für dieses Fahrzeug. Schaut es euch an, vielleicht ist das ja wirklich für euch die passende Alternative. Hier ist der Stromaußenanschluss von außen. Das heißt, wenn ihr auf den Campingplatz geht, einfach normal anstecken und alles mit drin dabei haben. Frischwassereinfüllstutzen und der Rest ist ein ganz normaler VW-Bus, der mit da ist. Und da gucken wir jetzt noch mal gemeinsam ins Cockpit und gucken, was sich hinter dem etwas sperrigen Begriff Digital Cockpit und Müdigkeitserkennung verbirgt. Und dann erkläre ich euch mal, was da noch alles mit drin ist. Steigt mit ein. So, wir haben hier ein sehr bewährtes und bekanntes Cockpit mit dabei. Mach mal einen Motor einfach an, oder reicht Zündung? Es reicht die Zündung sogar. Wir haben Digital Cockpit, meint bei VW, ja, wir sollen tanken, Reichweite 0 Kilometer. Wir fahren auch nicht mehr weit und der Wagen ist mit Spedition hergekommen. Digital Cockpit meint, wir haben zum einen hier alles in digital und ihr könnt mit verschiedenen Ansichten, erstmal einmal die Fehlermeldung, dass die Türen auf sind, mit verschiedenen Ansichten euch überlegen, was ihr gerne sehen wollt. Und vielleicht machen wir einmal doch den Motor mit an, dann haben wir das mit ein bisschen mehr Varianz. So, Sekunde, View. Das heißt, ihr könnt, Mobiltelefon ist nicht verbunden, verschiedene Varianten mit haben. Das ist jetzt auch alles nicht so spektakulär, weil es in PKWs inzwischen gang und gäbe ist. Ich finde es trotzdem immer wieder schön und eins muss man VW ganz hoch anrechnen. Das ist ein schön hochauflösendes, gutes Display. Das mag ich tatsächlich gerne sehen. Dazu haben wir in diesem Digital Cockpit ist auch das Discover Media mit drin. Das heißt, das ist das große Radio mit integrierter Navigation, mit allem, was man sonst so braucht. Wo haben wir die Navigation? Da können wir hier einmal kurz auf die Karte. Zack, auch das schön und hochauflösend. Ansonsten ist es ehrlicherweise ein VW-Bus, wie wir ihn kennen und die meisten von uns oder euch auch lieben. Die ganze Steuerung der ganzen Multimedia-Geschichten und vom Tempomat geht hier übers Lenkrad. Wir haben ein Lederlenkrad, das fasst sich gut an. Das ist im Prinzip, als wenn ihr in einem Golf sitzen würdet. So, jetzt haben wir relativ viel hier vom Kepler 6. Motor muss nicht die ganze Zeit laufen. Relativ viel vom Kepler 6 gesehen.
Ist das für euch eine Alternative? Sagt ihr, ein bisschen länger als die anderen Fahrzeuge finde ich total spannend und sorgt dafür, dass ich meine Hobbys viel besser umsetzen kann? Oder sagt ihr, nee, da bleibe ich lieber kleiner, hätte gern den kleinen Bruder, dann wäre es nämlich der Westfalia Club Joker Urban, wie er sich da vorne hinter dem Baum in Grau versteckt. Da verlinken wir euch unten nochmal in der Videobeschreibung ein weiteres Video zu dem Wagen. Das ist quasi das gleiche in kurz. Ich bin immer wieder hin und her gerissen. Also ich finde die Einzelsitze hinten, gerade wenn man im Alltag fährt, eine wirklich tolle Variante, die mir gut gefällt. Ich fahre gerne VW-Bus, aber es ist halt genau der Punkt, an dem ihr entscheiden müsst, ob ihr einen der letzten echten VW-Busse von VW noch gebaut haben wollt oder ob ihr sagt, ich warte lieber ein bisschen und bestelle mir die Nachfolger davon dann auf Basis der neuen Kooperation zwischen Ford und VW. Ja, vielen Dank, dass ihr das bis hierhin mit angesehen habt. Die genaue Ausstattung des Autos, wenn ihr es noch nachlesen könnt, gibt es in der mobile.de Anzeige. Die ist unter dem Video auch verlinkt. Da sind alle Details nochmal mit drin. Aber ich hoffe, dass mit der Mischung aus Informationen von mobile.de, Bewegtbild von hier und ein paar Bildern in der Anzeige, ihr auf jeden Fall für euch erkennen könnt, ob der Wagen für euch die passende Alternative ist. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald und alles Gute.